Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. In diesem Video gebe ich euch ein paar Tipps dazu, wie ihr vorgehen könnt, wenn ihr ein ganz neues, unbekanntes Stück einstudieren möchtet. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Also mal angenommen, ihr habt ein neues Stück, was ihr auf der Blockflöte spielen möchtet oder sollt, was jetzt zum Beispiel eure Lehrerin, euer Lehrer vorgeschlagen hat oder was ihr euch selbst ausgesucht habt, weil es euch gefallen hat, als ihr es irgendwo gehört habt oder weil ihr wisst, dass andere das spielen, wie auch immer. Auf jeden Fall jetzt mal davon ausgehend, dass es ein Stück ist, das ihr selbst noch nie gespielt habt und das ihr jetzt einfach vor euch habt und ausprobieren möchtet. Und heute möchte ich euch dazu ein paar ganz konkrete Tipps geben, wie ihr da rein praktisch gesehen rangehen könnt an das neue Stück. Ja, dann würde ich euch raten, erst euch mal einen Überblick zu verschaffen. Erst mal schauen, was steht denn drüber, was hat es für eine Satzbezeichnung. Das ist sowohl in modernen Stücken als auch in Stücken aus dem 17. oder 18. Jahrhundert, dass dann Satzbezeichnungen drüber stehen, so wie zum Beispiel Adagio oder Vivace oder Allegro oder es gibt noch viele andere. Das sind jetzt die italienischen Bezeichnungen, wie sie in der Barockzeit immer drüber stehen. Und es gibt natürlich auch moderne Bezeichnungen, heiter oder schnell oder in ruhigem Tempo, was auch immer. Das macht euch erstmal bewusst. Dann wisst ihr schon mal, geht es eher in die langsame Richtung oder in die schnelle Richtung. Wie soll der Charakter des Stückes sein? Dann natürlich die Taktart. Welche Taktart ist es und vor allem, welche Tonart ist es? Also welche Vorzeichen habe ich vorne eventuell? Und euch dann, bevor ihr losspielt im Idealfall, klar machen, welche Kreuze oder Bs sind dann drin, welche Griffe verändert das dann? Also zum Beispiel ist es Fis statt F oder habe ich zwei Bs drin und muss dann ein B spielen und ein S und euch erstmal klar machen, okay, wie geht der Griff und wo im Stück kommt das denn so vor? Da könnt ihr euch schon mal einen Überblick verschaffen. Genauso wie die Tonart und die entsprechend benötigten Griffe würde ich mir auch mal anschauen, wie ist der Umfang von den Tonhöhen hier im Stück. Also mal gucken, was kommt denn als höchster Ton vor und was als tiefster. Da könnt ihr vielleicht schon vor allem bei den hohen Tönen irgendwas entdecken, wo ihr wisst, oh, den Griff kenne ich gar nicht. Und wenn ihr dann ganz fleißig seid, sucht ihr euch den Griff erstmal raus. Dann würde ich euch raten, auch noch vorher zu gucken, wenn ich jetzt gleich spiele, was sind denn die schnellsten Notenwerte? Also es kommt zum Beispiel vor, dass man fröhlich anfängt, ein Stück zu spielen, was relativ schnell sein soll und dass erst noch harmlosere Notenwerte auftauchen und plötzlich weiter hinten gibt es dann zum Beispiel statt Achtelnoten auch noch Sechzehntel oder 32. Und dass man dann entsprechend sein gesamtes Tempo auch sich schon mal entsprechend vorstellt, gemessen an dem, was man schaffen kann. Also einfach mal gucken, was kommt denn da als schnellstes. Also muss ich vielleicht auch nicht zu schnell anfangen. Das kann natürlich dann ganz anders sein im Tempo, als was ihr zum Beispiel gehört habt. Also wenn ihr jetzt ein Stück habt, das ihr kennt und noch nie gespielt habt, kann es sein, dass ihr das gehört habt in einer Aufnahme oder auch bei jemand anderem in echt und dass ihr denkt, das geht doch so schnell, also jetzt zum Beispiel ein Vivaldi-Konzert oder so, aber ihr wollt ja erstmal euch rantasten an das Stück und ihr müsst ja erstmal sehen, dass ihr das im richtigen Rhythmus erstmal hinbekommt, dass alle Verhältnisse stimmen, der langsameren mit den schnelleren Noten. Ja, und
Beim Anfang des Stückes ist jetzt auch noch wichtig, also ich weiß, das klingt jetzt, als ob ihr gar nicht spielen dürft. Ihr müsst alles vorher begucken, aber wenn man das immer so macht, dann hat man ganz schnell das im Überblick, ja. Dann guckt man natürlich, welche Taktart, welcher Rhythmus und so weiter. Was nämlich auch noch wichtig ist beim Anfang, fangt ihr überhaupt an oder fängt vielleicht die Bassstimme vor euch an, wenn wir jetzt zum Beispiel wieder Barockmusik haben? Fängt vielleicht das Klavier oder das Cembalo mit was auch immer ihr das spielt vor euch an und müsst ihr nicht nur warten, sondern müsst ihr eigentlich auch wissen, wann ihr anfangt, beziehungsweise in den Noten, wo ihr anfangt. Und da ist es dann wichtig, dass ihr einen Blick in die Partitur werft, wo ihr alles untereinander seht und dann könnt ihr genau sehen, wer anfängt. Umgekehrt kann es natürlich auch sein, dass ihr anfangt und später setzt der Tastenspieler ein oder die Laute oder vielleicht eine zweite Flöte. Das kann ja auch sein, dass ihr Duette spielen wollt oder Trios oder Quartette. Ihr müsst einfach erstmal gucken, wer ist wann dran. Ja, und dann dürft ihr endlich spielen. Spielt es einfach mal durch, ohne Rücksicht auf Verluste. Das heißt, ihr wählt ein Tempo, von dem ihr meint, okay, so könnte ich alles schaffen. Und wenn dann extra schwierige Stellen nicht klappen, geht ihr erstmal drüber weg und versucht dort nicht hängen zu bleiben, damit ihr überhaupt mal so einen Gesamteindruck habt. Und dann könnt ihr, wenn ihr einmal so einen Durchlauf gemacht habt, vielleicht nochmal, dann bitte hingehen und euch die schwierigen Stellen, die extra kniffligen, die vielleicht nicht direkt gehen, vielleicht klappt ja alles perfekt bei euch direkt, das kann ja sein, herzlichen Glückwunsch dann, aber in der Regel ist ja irgendwo ein Stolperstein. Dann geht hin und markiert euch das, macht da einen Kreis drum mit einem Bleistift und dann ist eben wichtig, dass ihr euch die dann gleich mal einzeln vorknöpft. Und schaut euch mal oder hört euch mal an, wenn ihr spielt, wenn ihr es mal so durchspielt, die Phrasierung, also sozusagen das, was ihr eigentlich sagen wollt in dem Stück oder was das Stück sagen will. Ja, also wo sind größere Einheiten, die zusammengehören musikalisch und wo fängt was Neues an, also eine neue musikalische Idee oder plötzlich ein ganz anderer Rhythmus, also bestimmte Motive, die wiederkehren und andere, die ganz neu erscheinen. Also dass ihr mal so eine grobe Einteilung macht von dem Stück. Ja, dann kommen natürlich die extra schwierigen Stellen, weil man will das ja endlich mal richtig spielen können. Da ist Analyse wichtig sozusagen, aber jetzt nicht erschrecken. Also ich meine einfach, ganz banal gesagt, dass ihr guckt, warum klappt eine Stelle nicht. Also jetzt nicht in dem Sinne von, ja, ich kann das halt nicht oder ja, ist halt zu schnell. Also nicht so pauschal, sondern wirklich konkret, wenn ihr mal konkret guckt, warum klappt irgendeine Stelle nicht? Also zum Beispiel eine Stelle, wo ihr das mit den Fingern nicht hinbekommt. Ja? Wirklich mal zu gucken, von welchem Griff A nach Griff B ist denn das Problem? Dass ihr das begrenzt auf die kleinstmögliche Einheit, weil oft ist nicht ein ganzer Lappen von Sechzehnteln schwierig, zum Beispiel, sondern gibt es nur so 2, 3 Stellen vielleicht, wo genau diese Griffverbindung schwierig ist. Und da kann man dann nochmal extra rangehen und extra üben. Würde ich mal auch immer markieren in den Noten direkt. Also immer Bleistift bei der Hand und reinschreiben, weil man ganz oft denkt, ah ja, ich weiß das, ja, das ist schwierig und dann ist es doch wieder nicht so im Fokus. Wenn ihr jetzt eine Stelle einfach mehrmals spielt, weil sie schwer ist, dann achtet unheimlich drauf, dass ihr sie immer richtig wiederholt. Also nicht ganz schnell, ganz oft, sondern oft ja, aber möglichst so, dass ihr beim Üben schon keine Fehler macht. So, und wenn ihr dann beim ersten Mal üben oder in den ersten Tagen oder Wochen, wenn ihr dann so den Fokus habt auf der Technik, also das ist meine Erfahrung, wenn Blockflötenspielerinnen oder Spieler das neue Stück können wollen, sind sie auf die Technik erstmal fixiert, aber vergesst nicht den musikalischen Aspekt
Und damit auch das ein bisschen konkreter wird für euch, sage ich euch mal so ein paar Beispiele. Also achtet mal auf bestimmte Figuren. Damit meine ich bestimmte Rhythmen. Zum Beispiel ist in der frühbarocken Musik eine Reihe von punktierten Noten ein Symbol gewesen für Freude. Also hier hat der Komponist zum Beispiel Freude ausgedrückt mit diesem Rhythmus. Hier habe ich mal ein Beispiel aus einer Castello-Sonata. Da kommt typisch so eine Stelle vor. Genauso kann Chromatik nach unten, also eine Reihe von Halbtonschritten, die nach unten gehen, kann in der Barockmusik tiefe Trauer ausdrücken, sogar den Tod symbolisieren. Auf jeden Fall ist es was Trauriges und da haben wir ein wunderbares Beispiel in der Sonate von Georg Philipp Telemann in F-Moll, in der wirklich ein Satz Triste heißt. Ja, und auch so gedacht ist, traurig. Und wenn ihr das wisst, und dann seid ihr natürlich auch gefeit davor, dass ihr das jetzt super luftig, fröhlich, heiter spielt. Sondern eben angepasst an den Charakter. Und dann seid ihr musikalisch am Arbeiten. Übrigens war ja die Bedeutung von Allegro in der Barockzeit gar nicht schnell, sondern heiter. Also Allegro soll ein heiteres Stück sein. Das heißt für euch auch, das muss nicht rasend schnell immer sein. Es geht um den Ausdruck, um den Affekt des Stückes und der ist in dem Fall von Allegro einfach heiter. Ja, das waren meine Tipps für heute, um konkret an ein neues Stück ranzugehen. Ich hoffe, es war konkret genug für euch. Ich könnte mir vorstellen, dass dazu noch viele Fragen auftauchen. Dann schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich sowieso über eure Kommentare, Fragen und Anregungen. Das ist ganz toll, weil daraufhin stricke ich meine Videos weiter sozusagen. Vielleicht noch als allgemeinen Tipp, verbeißt euch nicht in so ein Stück, wenn es nicht direkt klappt, wenn es auch vielleicht nach Wochen noch nicht klappt. Versucht immer mal wieder den Abstand zu gewinnen, euch zu sagen, okay, ich bin entweder kein Profi oder ich muss nicht der beste Profi sein und euch nochmal klar zu machen, warum will ich das überhaupt spielen, weil es mir gefällt oder weil ich Blockflötenspielen liebe und seid nicht zu streng mit euch, dass ihr euch immer sagt, das klappt nicht, kann das nicht und dann fallen euch 1000 Sachen ein, die ihr auch noch nicht könnt, Artikulation und Atem, was auch immer. Denkt einfach vor allem an die Freude beim Spielen und die kommt noch eher, wenn ihr diese Tipps von heute beherzigt, sodass ihr im Vorfeld schon gewissen Frust ausschließen könnt und schon gleich sinnvoll an ein Stück herangeht. Das war es auf jeden Fall für heute. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Schnappt euch gleich ein neues Stück und wendet das mal an. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis nächsten Freitag. Tschüss!